Hi Leute, Gerald hier. Heute geht es mal wieder um das hier, und zwar Bücher. Und zwar sind es die Werke, die ich kürzlich gelesen habe und denen ich entweder eine 9 oder 10 von 10 auf meiner eigenen Bewertungsskala gebe und ich sie daher dir bedingungslos empfehlen kann. Lass uns keine Zeit verlieren und uns direkt anfangen. Das erste Buch ist Hooked von Nir Eyal und auf dieses Buch bin ich gestoßen, als ich zu diesem Video hier oben recherchiert habe. Und was soll ich sagen? Es ist eines der besten Bücher, die ich zum Thema Product Development seit Jahren gelesen habe. Es geht Stück für Stück darauf ein, wie man Technologien entwickelt und Systeme schafft, die den Nutzer wirklich in den Bann ziehen. Und was mir an dem Buch hier besonders gut gefällt, es geht auch auf die ethischen Aspekte dieser, nennen wir es mal so, Manipulationstechniken ein. Also mein Fazit, 10 von 10 Punkte. Und allein nach dem Lesen von diesem Buch hier kamen mir 3 neue Geschäftsideen, von denen wir gerade die Potenziale prüfen. Das nächste Buch, Ganz viel Wert, von Sven Hanning und Fabian Chmielewski, habe ich gerade physisch nicht zur Hand, da meine Frau und ich es in der Kindle-Version gelesen haben. Und wer diesen Kanal hier schon ein kleines bisschen länger verfolgt, weiß, dass meiner Meinung nach der eigene Selbstwert die entscheidende Komponente für nachhaltigen Erfolg, innere Zufriedenheit und Glück ist. Und jedes Unternehmen ist auch immer der Spiegel deiner selbst. Also, den Selbstwert zu steigern, sollte eine der wichtigsten Aufgaben von jedem Unternehmer sein. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, die du führst. Und dieses Buch ist ein wahrlicher Glücksgriff und auch wenn viele Konzepte daraus bereits bekannt waren, ist es den Autoren trotzdem gelungen, einen insgesamt sehr runden Leitfaden mit vielen Übungen zu erstellen, der mir einige neue Perspektiven eröffnet hat. Also eine absolute Leseempfehlung, egal ob du glaubst, dass du einen niedrigen oder schon bereits einen hohen Selbstwert hast. Das nächste Buch ist Radical Candor von Kim Scott und bei Leadership-Büchern ist das immer so eine Sache, denn so gut sich viele Bücher zum Beispiel von Simon Sinek auch lesen, hat man doch immer an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, das ganze Wissen ist jetzt nicht so wirklich ganz praxisnah. Und ganz anders ist es hier bei diesem vorliegenden Werk, denn es ist ein Leadership-Buch, das wirklich aus dem Alltag stammt und direkt auf den ersten Seiten habe ich mich bereits mehrfach wiedergefunden und auch die Erkenntnisse, die danach gefolgt sind, kannst du direkt in deinem Unternehmen anwenden. Leider bin ich auf dieses Buch erst im Jahr 2022 gestoßen, denn das Wissen daraus hätte unseren Unternehmen sicherlich einige Probleme und schlussendlich auch Kündigungen der Vergangenheit erspart. Also, absolute Leseempfehlung, Kim Scott, Radical Candor. Das nächste Buch heißt Was Marken erfolgreich macht von Christian Scheier und Dirk Held. Und das ist jetzt zum Abschluss nochmal ein weiteres Positionierungsbuch, welches mich ebenfalls sehr überrascht hat. Es war schon extrem lange auf meiner Amazon-Wunschliste, aber immer irgendwie habe ich mir gedacht, was soll da groß Neues drin stehen, als zum Beispiel in Brainview von Hans-Georg Heusel, welches ich auch in dieser Liste hier vorstelle. Doch im Gegensatz zu Brainview geht es hier noch mehr um das Wie und welche Prozesse genau im Gehirn ablaufen. Diese werden mit extrem vielen Fallbeispielen gezeigt, aber auch Tipps an die Hand gegeben, welche Fallstricke du bei der Marktforschung vermeiden kannst und wie du das Feedback von Kunden so einsammelst, dass es wirklich hilfreich ist. Also eine klare Leseempfehlung. Du liebst gute Sachbücher genauso sehr wie ich, dann wird dir meine Übersicht von einigen weiteren Büchern gefallen, die dich meiner Meinung nach persönlich und unternehmerisch weiterbringen. Diese halte ich von nun an immer aktuell unter dem hier eingeblendeten Link oder wie gewohnt in der Videobeschreibung. Welches Buch soll ich deiner Meinung nach unbedingt lesen? Ich freue mich auf deine Vorschläge in den Kommentaren. Doch warte mal. Sollte man heutzutage überhaupt noch lesen oder reicht es sich aus, irgendwie sich das ganze Wissen auf Blinkist reinzuballern? Finde es in diesem Video hier von mir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.